Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die erste Woche in unserer Challenge, wer schafft es bis zum Ende des Jahres die meisten Base Stats rauszuholen, ist vorbei. Und die erste Woche voller Wecker, Alarm, Einstellungen, Stadtwache, Timing, Goldgruben-Timing und Edelstein-Minen-Gewinnung ist jetzt auch hinüber. Und kleines Feedback von meiner Seite aus, es ist okay, es ist machbar. Ich habe bisher noch keinen einzigen Cent die Goldgrube überlaufen lassen, was ja relativ schnell geht. Innerhalb von 10 Stunden ist das Ding ja voll. Die Stadtwache habe ich vielleicht, ein paar Stunden vielleicht weiß ich nicht, 1-2 Stunden pro Tag vielleicht eingebüßt, dass man sagt, okay, man hat jetzt am Tag irgendwie, sagen wir mal, 22 Stunden die Stadtwache laufen und 1 bis 2 Stunden halt eben nicht. Ja, das klappt bisher auch ganz gut. Ist natürlich auch viel Aufmerksamkeitsarbeit aber das ist ja auch genau das, was ich möchte. Und natürlich sind jetzt nach der ersten Woche auch die ersten Scans da. Und da möchte ich, dass das auch bis zum Ende des Jahres ein festes Format wird hier, was wir einmal pro Woche bringen, wo uns Strider updatet, wie viel Statpunkte haben wir eigentlich diese Woche gemacht, wie viel Statpunkte hat Strider gemacht, wie viel hat Bauer gemacht, der ja die meisten Statpunkte macht die letzten 3 Jahre über. Und das ist dann quasi unsere Orientierung an ihm und gucken halt, was wir so rausholen können. Und das Ganze könnt ihr live mitverfolgen und bei euch selbst halt eben auch gucken, stehe ich eigentlich gut da mit meinen wöchentlichen Statpunkten, mit meinen monatlichen Statpunkten oder kann ich da noch irgendwie was rausholen ne? Bevor ich euch die Listen einmal zeige, wie es bei uns diese Woche aussah, hatte ich nochmal 1-2 Listen bekommen. Das ist alles bei mir im englischen Channel auf Discord auch zu finden. Könnt ihr auch sehr gerne drauf joinen, wenn ihr wollt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dort gibt es jetzt halt auch einen englischen Channel, wo auch immer alles up-to-date gehalten wird von Strider und so weiter. Was ich ganz cool finde, dort könnt ihr euch auch austauschen und so. Und ja, da könnt ihr das Ganze auch mit verfolgen. Ansonsten ist hier einmal noch eine Liste von deinem Nachbar und er hatte hier jetzt quasi nochmal so eine kleine Auswertung gemacht innerhalb der Creator, wie es hier statpunkt-technisch aussah im letzten Monat. Angefangen hatte der Scan am 6.6.26 und hat geendet am 3.7.26. Also wir haben hier quasi den letzten Monat drin. So ein bisschen als Vergleich, was habe ich eigentlich letzten Monat gemacht an Statpunkten und was haben die anderen Creator gemacht an Statpunkten letzten Monat. Und hier in der Liste bin ich Erster. Ja, ich glaube von insgesamt overall letztes Jahr oder letztes halbes Jahr das war die Rangliste von letzten 1,5 Jahren, da war ich glaube ich auf Platz 3 oder so, ich weiß gar nicht von den Creatoren her. Hier bin ich jetzt auf Platz 1, aber das ist halt eben nur letzter Monat. Dort war halt auch der LD mit bei, da bin ich ja auch, denke ich mal, von den Creatoren am meisten so reingegangen. Und ja, Base Points Stat technisch stehen wir hier von den Creatoren her eigentlich relativ solide da. Dann haben wir hier nochmal eine Liste bekommen. Das ist jetzt eine andere Liste. Auch von Nachbar. Hier ist der Scan am 3.1. und am 3.7.26. Also das ist jetzt quasi das letzte halbe Jahr. Und das finde ich sehr interessant, weil unsere Challenge geht ja darum, was wir jetzt in dem nächsten halben Jahr bis zum Ende des Jahres schaffen an Statpunkten. Und hier kann man dann halt eben auch mal vergleichen, okay, was hat man eigentlich das letzte halbe Jahr an Statpunkten geschafft und wo standen wir da so? Ja, man kann die Liste von den Platzierungen her nicht ganz eindeutig einordnen, weil wir auch Spieler hier drin haben, teilweise die Kompensationsgold bekommen oder eventuell auch sich Gold aufgespart haben und sowas, ne? Deswegen, da kann man jetzt nicht 100%ig nachgehen, aber wir sehen hier auf jeden Fall auf Platz 13 Bauer, der hier das letzte halbe Jahr 67.000 Statpunkte gemacht hat und das ist halt eben was, wo man sich schon so dran orientieren kann. Nicht sollte, weil das ist weit über dem normalen Durchschnitt, den man eigentlich so normal erspielt. Da ist auch viel Pay-to-Win mit dabei.
Und sollte man jetzt nicht 100% sich jetzt nachrichten. Ihr werdet auch gleich sehen, was Strider und ich gemacht haben die letzte Woche. Hier unten haben wir Strider mit 65.000 Stat-Punkten. Base Stats das letzte halbe Jahr. Und wenn wir jetzt hier weiter runtergehen, dann müsste ich auch irgendwo kommen. Hier auf Platz 46 war ich weltweit gewesen mit den meistgeskillten Base Points mit knapp 64.000 Basispunkten, die ich das letzte halbe Jahr dazu gewonnen habe. Ja, das ist natürlich, wenn man sich so das Overall anguckt, nicht schlecht, dass wir in den Top 50 sind weltweit. Aber ich habe halt auch wirklich sehr, sehr viel Gold liegen lassen durch Stadtwache, durch Goldgrube, durch Edelsteinmine und sowas, dass man definitiv sagen könnte, okay, wir halten uns jetzt bis zum nächsten, also bis das nächste halbe Jahr auf jeden Fall dann weiter hier oben irgendwo auf, dass wir zumindest dann hier mithalten können, so, ne? Ja, das auf jeden Fall mal so ein bisschen zur Einordnung, was habe ich letztes Jahr gemacht, und jetzt kommen wir ja zur ersten Woche von der Challenge und was hier ausgelesen worden ist. Und zwar hat sich Strider die Mühe gemacht, Daily Scans zu machen. Er hatte ja auch zwischendurch immer geupdatet hier, ne, wie es aussieht mit der Challenge. Hier haben wir zum Beispiel den Tag 1, ne, das ist jetzt der 1. Juli, wie es hier aussah. Und im Prinzip interessieren uns halt wirklich nur immer diese Leiste hier, die Base Stats in Summe, was halt eben gemacht worden ist, und daraus ergibt sich halt eben auch der Durchschnitt. So, an Tag 1, am 1. Juli, da war ich hier auf Platz 2 gewesen. Ja, da sehen wir schon, dass Bauer hier schon deutlich mehr Stat-Punkte gemacht hatte als Strider und ich. Und wenn wir jetzt hier an Tag 2 gehen, am 2. Juli, dann sehen wir hier schon mittlerweile bei uns auf F9 den Unterschied zwischen Gold-Event und keinem Gold-Event. Ja, hier sehen wir, ja, hatte Strider ein bisschen mehr Stat-Punkte gemacht, da hatte Bauer mal einen Tag, wo er anscheinend nicht so viel Stat-Punkte gemacht hatte, ne? Jetzt haben wir hier den Freitag, wo dann auch Gold-Event auf den anderen Servern ist. Hier sehen wir Strider und ich. Ich denke mal, dass Strider und ich ungefähr denselben Playstyle haben, wenn es darum geht, einfach nur normal unter der Woche seine Alu zu spielen, und zwar ohne großartiges Pay-to-Win oder noch reinstecken ins Game an Geld. So, ne? Bei mir wird der Unterschied sein zu den temporären Events wie zum Beispiel World Boss, Legendary Dungeon, Elevator, werde ich härter reingehen als Strider wahrscheinlich, weil wir haben ja schon gesehen, und Strider hat auch schon gesagt, beim letzten Legendary Dungeon hatte er gerade mal 9 Runs gemacht. So, das ist natürlich für mich ein Stream, nicht mal, ja, wo wir so viele Runs machen. Und da werde ich mich, glaube ich, von den Statpunkten her nochmal ein bisschen absetzen zu Strider. Aber wir sehen hier bereits schon, was Bauer an Statpunkten gemacht hatte, und zwar fast das Doppelte von uns. Und das finde ich schon echt unheimlich, muss ich sagen. Und da weiß ich halt eben nicht hundertprozentig, okay, Bauer hatte ja jetzt nicht direkt an der Challenge teilgenommen. Das ist ja eigentlich mehr so ein Battle zwischen Strider und mir. So, ne? Aber Bauer wurde halt eben mit hier in diese Liste hinzugefügt, weil das halt eben der Spieler ist, der die letzten Jahre, wie schon gesagt, die meisten Stat-Punkte weltweit gemacht hatte. So, ne? Und hier sieht man halt auch schon, in welche Richtung das geht, wenn man sich hier einfach nur die Daily Scans anguckt. Und dann sehen wir hier, dass halt, ja, ich auf jeden Fall versucht habe, das Maximale rauszuholen. Ne? Wie gesagt, ich habe nicht großartig, also ich habe eigentlich keinen einzigen Cent in der Goldgrube liegen lassen. So, ich habe versucht, die Edelsteinmine mit Wecker zu timen, dass alle 6 Stunden 15 Minuten ich hier einen Edelstein abhole. Das ist mir zum größten Teil gelungen, aber ne, halt eben nicht immer so. Worauf ich halt eben auch sehr viel Acht gebe, ist jetzt halt die Stadtwache, dass wir hier nicht mehr als irgendwie 2 bis 3 Stunden am Tag verschwenden und das Ding eigentlich die ganze Zeit konstant durchläuft, so, ne? Und da frage ich mich natürlich jetzt, abseits von dem Random-Faktor, wie zum Beispiel ja, Gold beim Glücksrad oder beim Würfelspieler, so, wie ist das möglich, dass man hier schon so einen Unterschied an den Statpunkten hat, ne? Entweder halt reingelackt beim Gold-Event, kann halt sein, oder
ne, wie gesagt, Bauer hat halt nicht aktiv an der Challenge dran teilgenommen. Das heißt, er hatte jetzt hier keine Beweisfotos, so wie Strider und ich reingepostet, dass wir jetzt hier am letzten Tag kein Gold mehr gehortet haben, keine Früchte mehr gehortet haben und nichts mehr in der Zeitmaschine hatten. So, das hatten Strider und ich halt eben für unser Battle hier gepostet gehabt, für die Transparenz. Bauer hatte da jetzt nicht mitgemacht und da kann natürlich sein, dass er noch ein paar Früchte irgendwo liegen lassen hat, irgendwas in der Zeitmaschine oder einfach ein bisschen Gold auf Lager hat. So, ne? Oder, und das ist mir halt schon zu Ohren gekommen, dass Bauer anscheinend auch sehr freudig ist, sag ich mal, den Greifendrachen zu melken, wie man so schön sagt. Das weiß ich aber nicht, ob das der Fall ist. Es wäre ziemlich krass, wenn das auf einer regelmäßigen Basis passieren würde, dass es quasi so, dass er täglich irgendwie ein paar Mal den Greifen melkt oder so. Das wäre schon heftig so, ne? Auf jeden Fall hier der erste große Unterschied. Danach kommen wir an Tag 4. Samstag, da waren wir alle eigentlich relativ gleich gewesen so, ne? Sowohl Strider, Dorzer als auch Bauer war hier sogar leicht hinter uns gewesen so. Ne, wie gesagt, Strider und ich eigentlich immer relativ konstant, so ungefähr die gleichen Statpunkte. Ist natürlich auch immer ein bisschen Variablen sind dabei, weil wenn du zum Beispiel auch questest, ne, kannst du natürlich auch lucky sein und da ein bisschen mehr Gold rausholen als der andere. Bekommst du Schlüssel, Keys und ja, Kisten etwas mehr in der Alu oder hast du halt eben Pech und dir ja, kommen die Kisten nicht unter, dann hast du natürlich erstmal schon mal ein bisschen weniger Gold als der andere. Das sind halt immer ein paar Stat-Punkte, die so ein bisschen Unterschied machen, aber ungefähr gleich auf waren wir eigentlich die ganze Woche über gewesen, ja. Tag 5, Sonntag, haben wir dann hier auch, da war ich dann ein bisschen am Underperform gewesen, aber das war dann auch schon der Sonntag. Das heißt, das war für mich schon beziehungsweise der erste Tag ohne Gold-Event, ne, weil am Sonntag ist ja bei mir schon auf F9 Montag. Das heißt, ich habe hier dann ohne Gold-Event gespielt. Das heißt, hier hat sich das dann wieder ausgeglichen, dass ich am Donnerstag bereits schon hier Gold-Event hatte. Ne? Also man kann hier quasi die 2 Tage vergleichen. Das war mein Tag mit Gold-Event gegen die anderen ohne Gold-Event. Und dann haben wir hier den Tag bei mir ohne Gold-Event und die anderen mit Gold-Event. So, ne? Also ja, und ab Montag waren dann alle quasi wieder gleich auf. Und dann sieht man hier auch wieder Strider und ich auch wieder ungefähr relativ gleich. Ne? Es ist wirklich so etwa dasselbe. Bauer wieder etwas underperformed. Ja, was dann wiederum schon interessant zu beobachten ist, so. Weil unter den normalen Wochentagen scheinen Strider und ich halt wirklich so einen identischen Playstyle zu haben. Bauer weicht da so ein bisschen ab irgendwie. Ja, hat dann aber dafür Tage, wo dann halt eben deutlich mehr Gold bei rumkommt als bei uns. Und hier haben wir dann nochmal den Dienstag. Ja, hier sind dann Strider und ich auch wieder fast identisch. Also auch hier diesen Wochentag, den letzten Tag von der ersten Woche auch wieder fast den gleichen Playstyle. Spricht für mich, ich mache eigentlich nicht viel verkehrt, wenn ich alles so ungefähr mache, wie es Strider tut. Ist es eigentlich schon mal erstmal gar nicht so verkehrt. Ne? Und es muss ja einen Grund haben, warum Bauer derjenige ist, der die letzten Jahre die meisten Stat-Punkte gemacht hat. Und das sieht man hier halt eben auch im Unterschied schon auf täglicher, konstanter Basis, so fast. Ne? Genau. Und dann haben wir hier einmal die komplette Woche einmal zusammengefasst. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank an Strider an der Stelle, der sich hier die Mühe macht, die täglichen Scans auszulesen und dann einmal den Wochenbericht hier in den Chat zu posten. Ich hatte dann im Nachhinein auch zu Strider gesagt, ey, falls du es schaffen solltest, tägliche Scans zu machen und das nicht zu viel Arbeit ist, mach's ruhig weiter. Ansonsten reicht auch, wenn du hier einen wöchentlichen Scan hier rein postest. Aber es ist natürlich sehr interessant mal so zu sehen, wenn man das wirklich auf täglicher Basis auseinander nimmt, wo halt eben so die Unterschiede sind. Das ist wirklich sehr interessant zu beobachten, finde ich. Und ja, dann sehen wir halt eben einfach die komplette Woche zusammengefasst von Strider und mir und Bauer. Ich stehe hier im Mittelfeld, ne? Strider und ich. Man sieht hier über die komplette Woche eigentlich fast den identischen Playstyle. Es nimmt sich nicht sehr viel. Da kann man hier wirklich von Random-Faktoren wie Glücksrad, Würfelspieler oder die Abenteuerlust reden. Ne? Das ist ungefähr derselbe Playstyle. Und Bauer hatte hier
halt eben, ja, deutlich mehr Statpunkte die Woche gemacht, wie auch immer, als wir beide halt eben. Und ja, das ist zwar jetzt nicht so die extreme Differenz, aber es ist halt auch nur eine Woche. Ne? Wenn man das jetzt halt auf ein halbes Jahr, ein Jahr, 2, 3 Jahre, was ja schon die letzten paar Jahre so gewesen ist, hochrechnet, dann sieht man halt eben, dass Bauer derjenige ist, der halt wirklich mit Abstand am meisten Gold halt eben aufholt, wodurch auch immer. Ja, das ist das Geheimnis von Bauer und da werden wir wahrscheinlich nicht so schnell hinterkommen. Ne? Also ich hatte gedacht, also Bauer ist ja auch jemand, der die Events gut mitnimmt. Ne? Der spielt auch den Legendary Dungeon viel, war bei den World Bossen auch immer relativ weit oben. Wenn nicht sogar Erster. Ich habe es nicht ganz mehr auf dem Schirm, aber ich glaube, er war auch Erster auf seinem Server. Das heißt, er ist auch ein krasser Eventspieler, aber auch unter der Woche, wenn keine Events sind, ne, dann hat er hier eine konstante Basis auf jeden Fall jetzt zumindest über diese Woche gehabt, wo man sagen muss, okay, das ist schon sehr interessant zu beobachten. Wenn er das so hält, ist er nicht ohne Grund der Spieler, der am meisten Statpunkte macht. Ne? Genau, ja, ansonsten hatte Strider auch schon dazu geschrieben gehabt, dass er das hier, dass er nicht überrascht ist über wie das Ganze ausgefallen ist. Dass wir beide relativ gleich auf sind und Bauer halt eben, ja, statpunkt-technisch einfach über uns steht. Ne? Und genau, ja, hatte ich dann auch nochmal geschrieben, dass wir wahrscheinlich einen identischen Spielstil haben, so das Beste versuchen halt eben rauszuholen und alles andere, was halt über über den normalen Durchschnitt ist, das ist halt einfach, das muss irgendein Bonus sein, den man sich irgendwie dazu kauft oder ne, sich vielleicht noch irgendwas aufbewahrt hat oder so, man weiß es nicht genau. Wir werden es über die nächsten Wochen weiterhin beobachten, weil, wie gesagt, ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich die komplette Woche über es so gut wie möglich durchoptimiert habe mit meinen Weckern und mit dem Mittracken und sowas, ne, dass es da jetzt nicht mehr sehr viel Potenzial gab, was man hätte rausholen können aus dieser Woche. Und genau, ja, das ist halt eben mein Fortschritt nach einer Woche optimalen Playstyle, mehr oder weniger, ne? Ansonsten alles, was da drüber ist, ist halt einfach muss irgendwo anders herkommen. Es geht nicht anders. Ne? Ja, schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Gefällt euch das? Interessiert ihr euch dafür? Habt ihr ähnlich viele Stat-Punkte gemacht wie ich die letzte Woche? Habt ihr das vielleicht mit auf dem Schirm gehabt? Würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, werden wir uns nächste Woche dann wieder sehen für den zweiten Scan und ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Ich gebe weiterhin mein Bestes und ja, versuche hier Rang 2 eventuell zu halten, auszubauen bei kommenden Events und da gebe ich auf jeden Fall mein Bestes. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.